Gesundheit braucht Verstand und was ich Ihnen heute erkläre zu Schlafapnoe und Behandlung mit CPAP-Gerät wird die Industrie nicht freuen. Und das Wichtigste vorweg, in diesem Video zeige ich Ihnen eine wissenschaftlich fundierte Lösung zur Behandlung von Schlafapnoe ohne Skalpell, ohne Maschine. Aber fangen wir an mit Skandalen, die jeder CPAP-Nutzer kennen sollte. Eine große Meta-Analyse, 10 Studien über 7000 Patienten. Das schockierende Ergebnis, CPAP senkt nicht die Sterblichkeit. Und jetzt kommt es noch schlimmer. Eine andere Studie, die SURF-HF-Studie mit einer CPAP-ähnlichen Beatmungstherapie durchgeführt, sogenannte ASV-Therapie, musste sogar abgebrochen werden. Wegen 34% mehr Todesfällen abgebrochen, weil die Beatmung den Menschen eher schadete, als sie zu retten. Millionen von Menschen schlafen allnächtlich mit Maschinen, weil sie glauben, damit ihr Leben zu retten. Dabei gibt es Methoden, die wirklich an den Ursachen ansetzen. Bleiben Sie dran, was Sie gleich erfahren, könnte Sie von der Maschine befreien und von dem Skalpell retten. Bevor Sie jetzt in Panik geraten, will ich Folgendes erklären. Apnoe-Taucher können bis zu 12 Minuten die Luft anhalten. Sie trainieren täglich stundenlang Atemaufsetzer. Sind sie tot? Nein. Das sind Hochleistungssportler. Der Unterschied, sie trainieren die Atemtechnik, statt sie durch Maschinen zu schwächen. Und hier kommt ein wichtiger Punkt, den jeder CPAP-Nutzer wissen sollte. Der AHI, der Apnoe-Hypopnoe-Index, wird in der Wissenschaft zunehmend hinterfragt. Ein Editorial im Journal of Clinical Sleep Medicine sagt wörtlich, when will we abandon the AHI? Wann werden wir endlich diesen nutzlosen AHI-Index aufgeben? Die Kenserska-Studie hat gezeigt, dass der AHI keine Aussage über ihr Sterberisiko macht. Was wirklich zählt, ist allein die Sauerstoffversorgung, die nicht wesentlich unter 90%, also über längere Zeit über 90% abfallen darf. Wir machen 1000 Atemzüge pro Stunde. Wenn da 30 fehlen, ist das wirklich so kritisch? Ihr Gehirn hat über Millionen von Jahren gelernt, sie in solchen Fällen rechtzeitig aufzuwecken. Machen Sie jetzt einen kleinen Versuch mit mir und spüren Sie selbst und Sie lernen mehr als langjährig im Schlaflabor. Lassen Sie sich wie ein nasser Sack in Ihren Stuhl zusammensacken. Lassen Sie Ihre Schultern fallen. Kopf ist nach vorne geneigt, die Zunge liegt unten im Mund und der Mund ist geöffnet. Und jetzt versuchen Sie mal zu atmen und hören sich an, welche Geräusche das macht. Hören Sie das? Das Schnarchgeräusch, das Röcheln, das Rasseln, genau das passiert nachts in Ihrem Rachen. Jetzt das Gegenteil. Richten Sie den Kopf auf, setzen Sie sich aufrecht hin. Schultern kommen automatisch nach oben, müssen Sie nichts für tun. Und schließen Sie den Mund. Die Zunge ist oben gegen den Gaumen gedrückt. Schlucken Sie einmal kräftig und atmen Sie durch die Nase. Merken Sie den Unterschied? Keine Geräusche. Die Atemwege sind frei. Bei diesem kurzen Versuch haben Sie bewiesen, nicht die Anatomie ist Ihr Problem, sondern die schlaffe Haltung, Mundatmung. Und genau das können Sie ändern. Das ist simple Physik, die jeder CPAP-Anwender braucht. Nicht die Maschine ist die Lösung, sondern einzig und alleine Muskelspannung. Die unbequeme Wahrheit ist, die Muskulatur ist nicht nur nachts geschwächt, sondern auch am Tage. Und bei Rückenlage und Mundatmung kollabieren dann die erschlafften Muskeln und verstopfen die Atemwege. Das ist keine Krankheit, das ist auch Physik. Und die Industrielösung, CPAP, eine Maske mit der Luft in die Atemwege gedrückt. Und zusätzlich noch ein simpler Fakt: Diese Maschine stellt Millionen Jahre Evolution auf den Kopf. Bei der Einatmung aktivieren wir unsere Atemmuskel, unser Zwerchfell, die Muskeln, die zwischen den Rippen sitzen. Also wir tun was, um einzuatmen. Bei CPAP genau umgekehrt, die Luft wird reingepresst und die Muskeln müssen weniger tun. Und beim Ausatmen muss ich bei der normalen Ausatmung eigentlich gar nichts tun. Die Luft kommt von alleine raus, probiert's aus. Aber beim CPAP-Gerät muss ich gegen den Luftstrom, der mir durch die Nase eingeblasen wird, ausatmen. Das heißt, ich bringe einen Gegendruck auf. Jede Nacht, stundenlang. Das ist so ungefähr, als würde man beim Fahrradfahren beim Vorwärtstreten bremsen und beim Rückwärtstreten fahren. Unser Gehirn wäre total verwirrt, aber irgendwann wird es sich daran gewöhnen und wird es lernen, wird das Falsche lernen. Und während wir über die Gefahren sprechen, fangen wir mal den Philips-Skandal an. Kennen Sie den? 5,2 Millionen Geräte mussten zurückgerufen werden. Der Grund, die Schalldämmung hatte sich aufgelöst und hat krebserzeugende Stoffe, Substanzen in die Nase gepustet. 561 Todesberichte wurden bei der amerikanischen Gesundheitsbehörde im Zusammenhang mit diesen Geräten registriert. Noch schlimmer, fast 70.000 Verletzungen und Philips wusste jahrelang davon
Und Sie so einer Industrie vertrauen? Die täglichen Anrufe, die ich dazu bekomme von den Menschen, bei denen mal wieder nicht das geholfen wird, was eigentlich helfen sollte, weil es gar nicht helfen kann. Gestern noch eine Frau, die mich anrief und sagt, 15 Jahre habe ich diese CPAP-Maschine, ohne Maschine kriege ich Panik und mit Gerät werde ich verrückt. Und letzte Woche ein Mann nach seiner 3. Operation, jetzt empfahl man ihm einen Zungenschrittmacher für etwa 50.000 €, der Preis eines Teslas. Und die Real-World-Daten, Erfolgsquoten, die gemeldet werden nach solchen Operationen, liegen etwa bei 37%, versprochen werden allerdings 67%. Ob sich das bei den Langzeiterfolgen überhaupt bestätigt, ist noch längst nicht untersucht, weil so lange gibt es die Geräte ja noch gar nicht. Und alles zusammen sind das keine Einzelfälle, sondern das hat System. Es kommt noch was, das Ihnen wahrscheinlich im Schlaflabor keiner erzählt. 8,4% der versorgten Patienten entwickeln eine andere Atemstörung, als die, gegen die sie behandelt worden sind. Die nennt sich im Fachjargon Treatment Emergent Central Sleep Apnea. Verstehen Sie, was das bedeutet? Die Maschine, die Atemstörungen behandeln soll, verursacht bei jedem 10. Patienten eine neue, andere, zusätzliche Atemstörung. Das ist so ungefähr, als würde man mit dem Hammer seine Kopfschmerzen behandeln und wird sich wundern, dass man hinterher eine Gehirnerschütterung hat. Und noch was obendrauf. Studien zeigen, dass CPAP-Geräte etwa 3,1 bis 3,3 Stunden maximal in der Nacht angewendet werden. Das heißt immer noch nicht, dass das jede Nacht geschieht und dass jeder Patient das Gerät überhaupt toleriert. Und etwa nach 3 bis 5 Jahren nutzen sogar nur noch etwa 50% ihr Gerät überhaupt noch. Die Hälfte. Der ARI, diese eine Zahl, bestimmt ihre lebenslange Abhängigkeit als Schlafapnoe-Patient. Aber die Wissenschaft selbst sagt, wir haben es ja am Anfang schon erwähnt, der ARI sagt nichts aus über das Sterberisiko. Was wirklich zählt, ist die Zeit, wie lange der Sauerstoffgehalt unter 90 oder unter 92% abgesagt. Das kann tatsächlich das Sterberisiko bis zu 50% erhöhen. Aber das ist eher eine untergeordnete Bewertung im Schlaflabor, sondern der HI-Wert dominiert nach wie vor die Verordnung solcher Geräte oder den Stand des Schlafapnoe. Wir zählen die Atemaussetzer wie Erbsen, aber was wirklich das Sterberisiko ausmacht, bleibt eher im Hintergrund. Regentropfen zählen, aber man schaut nicht dahin, warum man nass wird. Und dann kennt man noch das Smashed-Face-Syndrom. Das heißt, CPAP verändert buchstäblich ihr Gesicht. Dokumentiert sie in Oberkieferrückbildungen und Zahnumstellungen, Zahnbewegungen, die durch den Druck entstehen. Und bei Kindern hat das besondere Wirkung, denn sie ja noch im Wachstum. Und bei ihnen soll das Mittelgesichtwachstum um jährlich mindestens 1 Millimeter behindert werden. Wir drücken sich jede Nacht stundenlang eine Maske ins Gesicht. Was erwarten Sie? Wenn Sie CPAP nutzen oder wenn es Ihnen empfohlen worden ist, müssen Sie diesen Teufelskreis verstehen. Und ich würde gerne wissen, und kommentieren Sie jetzt, wie viele Jahre hängen Sie schon von der Maschine? Das ganze Desaster beginnt mit der Angstdiagnose im Schlaflabor. Sie haben Atemaussetzer und ohne Behandlung mit CPAP könnten Sie sterben. Und alles basiert auf dem nutzlosen AHI. Anfangs fühlen Sie sich vielleicht besser, klar, mehr Luft und kurzfristig wird das wirken. Aber nach und nach setzt muskuläre Degeneration ein. Die Atemmuskulatur verkümmert nämlich noch mehr, auch die Zungenmuskulatur und alles, was dazugehört in dieser Region, nimmt nach und nach Schaden. Dann kommt noch die Geschichte mit dem Körpergewicht, dass Schlafapnoe ja davon ausgelöst werden soll, wenn Menschen zu viel Körpergewicht haben. Nimmt man zumindest an, unterstellt man. Ob das so richtig ist, eine ganz andere Frage. Aber was stellt man fest, nachdem Menschen mit CPAP versorgt worden sind? Haben sie noch mehr zugenommen? Und bei der Vergleichsgruppe war das natürlich nicht der Fall. Das perfide daran, Übergewicht gilt als eine der Hauptursachen für Schlafapnoe. Und genau das Gegenteil wird mit der Behandlung von der Therapie erreicht, nämlich Gewichtszunahme. Die Behandlung verschlimmert also genau das, was ihr als Ursache unterstellt wird. Nach Jahren ist ein Schlafen ohne CPAP-Gerät kaum noch denkbar. Der Druck wird ständig erhöht, damit das System überhaupt noch funktionieren kann, bis es eine Grenzschwelle erreicht, der Tod gar nicht mehr weitergeht, dann wird das Gerät abgesetzt. Und was hat es für Kosten verursacht? Innerhalb von 20 Jahren sind das möglicherweise 100.000 und mehr. Also eine extreme Belastung auch für unsere Krankenkassen, für das Gesundheitswesen, wo wir alle einzahlen. Und wer profitiert? Eine Studie belegt, dass etwa 83% der Schlafmedizin-Experten einen direkten finanziellen Kontakt, vorsichtig gesagt, zur Industrie haben. Firma ResMed zahlte zum Beispiel 39,5 Millionen $ Strafe wegen Kickbacks, also wegen Rückläuferzahlungen an die Verordner. Und ebenso ging es der Firma Philips, auch nicht viel besser, 34,8 Millionen. Das ist wiederum kein Zufall, auch das ist System. Hören Sie das? Nichts. Absolute Stille. So klingt gesunder Schlaf. Keine Maschine, kein Schnarchen,
Nur. Aber stattdessen leben Millionen von Menschen mit Geräuschen, Partner flüchten ins Nebenzimmer. Und eine andere Nebenwirkung ist noch die sogenannte Aerophagie. Das heißt, passiert etwa bei 77% der Anwender. Das heißt, sie schlucken Luft, nicht in die Lunge, sondern in den Magen. Das Luftschlucken verschlimmert noch zusätzlich die Schädigung des Mikrobioms, die ohnehin bei Schlafapnoe eine große Rolle spielt. Der nächtliche Sauerstoffmangel verschiebt ihre Darmbakterien. Diese produzieren Entzündungsstoffe, die über den Vagusnerv direkt bis ins Gehirn gehen. Verstehen Sie die Tragweite? Nicht nur die Atemaussetzer, sondern auch Ihr Darm sabotiert den Schlaf. Und für die 77% der nächtlichen Luftschlucker gilt, dass sie nicht nur in die Luft schlucken und sich selber aufblähen, sondern auch, dass sie die falschen Bakterien füttern. ZIPAP behandelt die Atemaussetzer, aber verschlimmert die Darmproblematik. Wir bekämpfen ein Symptom und bringen neue hervor. Und jetzt zum Wendepunkt. Dabei bringen wir etwas ganz Neues ins Spiel. Sie schlucken nämlich etwa 1500 Mal am Tag und das hat zur Folge, dass Sie Ihre Atemwege mit jedem Schlucken auch trainieren. Also, Sie erzeugen immer eine Muskelspannung. Das ist ein natürliches Training genau für das Gewebe, was die Atemwege verschließt. 52 Muskeln arbeiten bei jedem Schluckvorgang zusammen. Und das in einem System mit der höchsten Nervendichte vom gesamten Körper. Dieses komplexe System können Sie neurophysiologisch trainieren, statt es mit Maschinen zu unterdrücken. Warum das kaum erforscht wird? Naja, wahrscheinlich, weil sich Training so schlecht monetarisieren lässt. Die Muskeln in ihrem Mund- und Rachenraum bilden ein hochkomplexes System. Zum Beispiel der Genioglossus, der wichtigste Zungenmuskel, der die Zunge in Spannung hält, sodass sie nicht nach hinten fallen kann und sich richtig ausrichtet im Mund. Oder der Tensor veli palatini, das ist der Muskel, der das Gaumensegel hinten straff hält und immer in die Position bringt, wo es gerade hingehört. Und die beiden arbeiten natürlich gravierend, massiv zusammen, Zunge und Gaumensegel. Also diese Abstimmung allein spielt eine ganz große Rolle und wenn es irgendwo nicht richtig funktioniert, fehlt auch die Abstimmung und genau in diesem System muss man auch ansetzen. Das ist Neurowissenschaft, keine Maschinentherapie. Und gehen wir noch weiter, die Muskeln im Rachenraum, die Atemwege, unter anderem die Atemwege, stabilisieren, aber auch für Koordination wichtig sind, damit wir uns zum Beispiel nicht verschlucken. Und dann noch Muskeln, die das ganze System abspannen zu unserem Hyoid. Das ist also ein frei schwebender Knochen hier, der direkt am Kehlkopf sitzt und verschiedene Stellen des Kopfes, des Stehls, der Styloglossus oder der Hyoglossus aus der Zunge heraus, also Muskeln, die von überall hier aus der Region zu einem Zentrum ziehen, was sich wiederum verteilt zum oberen Brustbereich, an die Rippen oder an die Schultern. Alles dieses System ist so fein koordiniert und wenn es da Fehler gibt, gibt es Probleme und zwar genau bei der Atmung. Es gibt Atemaussetzer, die damit eng zusammenhängen und die keine Maschine korrigieren kann. Mit jedem Schluckvorgang trainieren wir diese Muskeln oder auch nicht, wenn der Schluckvorgang falsch organisiert ist, also falsch abläuft. Eine Meta-Analyse von Camacho hat gezeigt, dass Muskeltraining in dieser Region Atemaussetzer, also den AHI, bis zu 50% senken kann, bei Kindern deutlich höher, mindestens 60%. Dabei wurden verschiedene Ansätze untersucht, vom Zungentraining bis zum Koordinationstraining oder bis zum komplexen Koordinationstraining. Unser neurophysiologischer Ansatz geht nochmal darüber hinaus und koordiniert das Gesamtsystem, ein interaktives Gesamtsystem zwischen Kopfbalance, Atmen und Schluckfunktion. Die wahre Ursache nach unserer Auffassung liegt also in der gestörten triadischen Funktion, in den 3 Basisfunktionen, die sich wechselseitig assistieren. Also gehen wir nochmal speziell darauf ein, gestörte Atmung durch den Mund zu atmen, statt durch die Nase, ist ein gravierender Unterschied und sorgt dafür, dass Systeme sich gar nicht im Mundbereich, im Mund- und Rachenbereich so entwickeln können, wie sie entwickelt sein müssen. Das heißt, die Muskulatur wird bei Mundatmung extrem geschwächt. Dabei liegt auch die Zunge unten im Mundbereich und keineswegs zum Gaumen gerichtet, wo sie eigentlich hingehört. Das heißt, auch die Zunge ist ja ein maßgeblicher Spannungsgeber im Mund und die wird eigentlich gar nicht bedacht. Eine zweite Störung kann da liegen, dass fehlerhaft geschluckt wird und das kommt sehr häufig vor. Schlucken funktioniert ja, aber mit einem falschen Ablauf, sodass die Zunge sich zum Beispiel nach vorne gegen die Zähne bewegt. Bei anderen liegt die Zunge nur unten im Mund und bewegt sich gar nicht großartig. Oder es wird zu schwach geschluckt, ohne die notwendige Muskelaktivierung. Oder es fehlt ein entscheidender Aufbisskontakt unter den Zähnen, der ganz wichtig ist, auch beim Schlucken ständig durchgeführt werden muss. Bei jedem der täglich 1500 Schluckvorgänge wird das falsche Muster weiter trainiert und verfestigt. Und zum Dritten noch die veränderte Kopf-Körper-Halt. Der Kopf ist vorgehalten, die Schultern sind runtergefallen, weil das System ja unterspannt ist. Ja, die Organe werden sogar zusammengedrückt durch diese Haltung, also können sich nicht richtig entfalten, die Lunge kann sich nicht richtig entfalten und so weiter. Solche Geschichten spielen auch eine ganz entscheidende Rolle. Das sind reine
äußere Symptome, die das schon zeigen, natürlich keineswegs die Ursachen, denn die Ursache wäre, wie bekommt man das System stabil? Was braucht man dazu? Und das muss man trainieren. Diese 3 Funktionen bedingen sich wechselseitig. Und genau das ist die funktionale Triade. Ist eine Funktion schwach, sind die anderen auch. Nur insgesamt können sie ihre optimale Leistung entfalten. CPAP zielt auf die Behandlung der Symptome ab und ändert nichts an solchen Funktionsstörungen. Und Operationen und so in Aussicht gestellte Pillen werden das auch nicht verändern können. Denn das sind elementare Basisfunktionen, die so koordiniert sein müssen, wie es sich in Millionen von Jahren in der Evolution bewährt hat. Ich will den Unterschied noch mal deutlicher machen. Wenn Ihr Auto nach rechts zieht, dann würde CPAP so arbeiten, dass es ständig gegengelenkt wird durch Motor oder Lenkrad. Die richtige Lösung wäre aber, die Spur einzustellen. Wenn einige jetzt denken, das kann doch nicht sein, der AI muss doch auf jeden Fall runter, dann schauen wir jetzt mal nach Schweden. Menschen über 65 Jahre werden in Schweden gar nicht mehr behandelt, wenn keine gravierenden Symptome vorliegen. Egal, wie hoch der AI ist. Warum ist das so? Weil sie erkannt haben, dass ältere Menschen ohnehin anders atmen. Es ist Evolution und keine Krankheit. Aber bei uns, jeder mit einem AHI, über 12 teilweise, bekommt eine Maschine verpasst. Ein Milliardengeschäft mit der Angst. Schlafapnoe ist keine isolierte Störung, sondern ein Symptom im System. Es gibt noch einige Hinweise mehr darauf, dass es Symptome gibt bzw. Zusammenhänge gibt, die Schlafapnoe besonders fördern können. Ob die aber nicht auch abhängig sind von dem triadischen Funktionssystem, das ist natürlich in keinster Weise geklärt, kann nämlich mit hoher Wahrscheinlichkeit sogar sein. Nämlich niedriges Testosteron führt zu Muskelerschlaffung. Schilddrüsenunterfunktion begünstigt Schlafapnoe. Chronische Entzündungen schwächen die Muskulatur. Vitamin D-Mangel, über 80% der Bevölkerung soll übrigens darunter leiden, soll tatsächlich auch zu schlaffem Gewebe führen. Die gute Nachricht, all das lässt sich angehen, wenn ich mit einer Maschine die Luft in sie reinpresst. Und übrigens noch, 25% der Schlafapnoe-Patienten sind normalgewichtig. Und Frauen bekommen ihre Diagnose etwa 10 Jahre später als Männer. Und zwar deswegen, weil die Symptome anders sind. Weniger Schnarchen, fallen weniger durch Schnarchen auf, mehr Schlaflosigkeit. Und oft wird genau das als Depression oder Angststörung fehldiagnostiziert. Auch hier muss die Lösung ganzheitlich sein, nicht nur ein Pflaster auf das Symptom, sondern an den Ursachen arbeiten. Die wissenschaftlich fundierte Lösung, die wir seit über 20 Jahren anwenden, der Faceformer, mit dem wir ein neurophysiologisches Trainingsprogramm durchführen. Sehen Sie, das ist der Lippenkeil. Der kommt zwischen den Lippen und schaut nach außen raus. Das hier ist die Membran, die dichtet den Mundraum ab. Sieht simpel aus, aber wie Sie gerade erfahren haben, bei der Erklärung des triadischen Systems hat es tiefgreifende Wirkung. Und so funktioniert es. Die Lippen umschließen den Keil. Sie müssen aktiv Druck ausüben. Das aktiviert die gesamte Muskulatur. Die Membran verschließt den Mund komplett, keine Luft kommt durch. Sie müssen durch die Nase einatmen, die Zunge findet ihre richtige Position oben am Gaumen, wo sie hingehört. Über den Lippendruck aktivieren Sie eine neurophysiologische Kettenreaktion. Alle 52 Muskeln arbeiten koordiniert zusammen. Vom Mundbereich über den Rachen bis zur Kopfhalte. Das ist kein isoliertes Muskeltraining. Sie programmieren Ihr Gehirn neu. Die korrekten Bewegungsmuster werden gelernt und automatisiert. In unserer kostenlosen App finden Sie alle Übungen genau erklärt und genau vorgegeben. 3-mal täglich etwa 7-8 Minuten, mehr braucht es nicht. Und nachts tragen Sie eine weichere Variante, sie hat den Mund geschlossen und es wird quasi ein Training im Schlaf durchgeführt, ohne dass Sie daran denken müssen. Keine Maschine, kein Lärm, nur natürliches Training. Nach mehr als 20 Jahren kann ich sagen, die meisten Patienten spüren erste Verbesserungen schon nach 2 bis 3 Wochen. Aber um ein stabiles neues Atemmuster zu entwickeln, sind mehrere Monate nötig. Und das ist natürlich individuell verschieden, kann man für gar nicht so ganz zeitlich festlegen, bei jedem Patienten etwas anders. Der Körper kann in jedem Alter umlernen. Sie müssen nur eine Chance dazu geben. Schauen Sie sich mal kurz an, was Patienten berichten, die Faceformer-Therapie gemacht haben und in unserer Community Kommentare geschrieben haben. Das sind keine bezahlten Testimonials, sondern Menschen, die etwas gewagt haben, etwas Neues ausprobiert haben und verstanden haben, dass alles, jedes Verhalten, jede Veränderung, jede Bewegung nur über ein Training zu korrigieren ist und nicht mit Maschinen. Hier habe ich ein Beispiel. Ich habe hier eine Maschine in diesem Karton. Sieht ein bisschen durcheinander aus, weil die da schon einige Zeit drin ist. Und hier seht ihr, da sind so ganz verschiedene Masken auch drin und hier eine völlig andere, wieder eine andere.
ja, und die Maschine und diese ganzen Schlauchsysteme. Jedenfalls dieser Patient, dem das mal gehört hat und das hier bei uns hinterlassen hat, das war ein findiger Ingenieur. Der hat sich nämlich die Masten, weil er diese normalen Masten nicht ertragen konnte, hat er sich sie selber gebastelt, bis er das so irgendwie ausgehalten hat. Und ihr seht, hier ist eine, die ging auch über den Mund und so weiter. Jedenfalls, irgendwann ging es nicht mehr, der Druck wurde zu groß, er hat es gar nicht mehr ausgehalten und kam dann auf die Idee, Faceformer-Therapie zu machen. Und siehe da, nach kürzester Zeit war er seine Probleme komplett los. Und das Besondere war, er lief nur noch mit Faceformer durch die Gegend. Er kam zufällig ins Krankenhaus, schlief da jede Nacht mit Faceformer. Ja, die haben sich alle gewundert, was macht der da eigentlich? Und er hat gesagt, ohne meinen Faceformer mache ich nirgendwo mehr was. Fassen wir noch mal kurz zusammen. Einige Studien haben also gezeigt, dass die Versorgung mit CPAP keineswegs lebensrettend ist, sondern gar das Gegenteil bewirken kann. Also Studien hat man abgebrochen, weil mehr Menschen gestorben sind als in der Vergleichsgruppe. Die Geräte können dermaßen belasten, dass man auch noch andere Atemstörungen entwickelt, dass man die Luft schluckt vermehrt und dadurch mehr Einfluss noch auf das Darmmikrobiom nimmt, das bis zum Gehirn signalisiert, dass irgendwas in unserem Körper nicht in Ordnung ist. Und da gibt es natürlich entsprechende Reaktionen, die negativ sind. Und dann gibt es auch noch die Veränderungen im Gesicht, die durch das Tragen dieser Maske zustande kommen, die sich also auf die Zähne auswirken können, die Zähne bewegen können, aber auch hier die Gesichtsmitte beeinflussen können. Bei Kindern, hat mir gesagt, im Wachstum sogar beeinflussen können. Bedenken sollte man auch die lebenslange Abhängigkeit von solchen Maschinen, weil sie können ja nie die Ursachen beseitigen. Also das Problem bleibt immer bestehen. Nur wenn ich das Gerät anwende, soll ich eine Verbesserung haben. Aber dadurch entstehen hohe Abhängigkeiten, sowohl funktionelle Abhängigkeiten, also unser Körper passt sich dem Gerät an, und auch Abhängigkeiten in der Form, dass wir durch Angst besetzt schon sagen, wir können ohne unser Gerät gar nicht mehr schlafen. Erwähnt habe ich ja auch die Operationen, die nicht unbedingt zum Erfolg führen können, weil sie beseitigen natürlich auch keine Ursachen, sondern können nur Formen verändern. Das hält nicht lange vor. Und so richtig Langzeitstudien gibt es auch nicht zum Zungenschrittmacher. Teuer, kostet so viel wie ein Tesla. Und man hat etwa 34% nachgewiesen, die wirken sollten, also bei 34% der Betroffenen, die so einen Zungenschrittmacher haben, obwohl 68% versprochen worden sind. Ich kann mir auch gar nicht vorstellen, wie das überhaupt richtig funktionieren kann, wenn ständig eine Stimulation erfolgt, wo gar keine Anregung ist, die aus unserem Körper heraus ist, also keine natürliche Anregung ist, sondern eine Fremdanregung von irgendeinem Gerät, was bei uns im Körper eingebaut ist. Aber das sind andere Geschichten, da gehen wir vielleicht in einem anderen Video nochmal drauf ein. Dann haben wir natürlich gelernt, dass man Funktionen, Bewegungen, Haltungen immer nur umstellen kann, wenn man etwas trainiert. Ja, und ich habe euch vorgestellt, das triadische System, wie viele Muskeln da allein trainiert werden müssten oder wie viele Muskeln betroffen sind, die eigentlich so ein Funktionssystem wie Atmung auch aufrechterhalten. Das trainieren wir mit dem Faceformer. Schaut euch die Therapie nochmal genau an. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte wieder Daumen hoch, an Freunde und Bekannte weitergehen, unbedingt unseren Kanal abonnieren und schreibt einen Kommentar, wie es euch ergeht oder ergangen ist mit der Anwendung solcher Gerätschaften oder auch mit Operationen. Wir freuen uns darüber. Ja, und wir erwidern natürlich immer möglichst schnell auf die Kommentare. Und dann sage ich wieder, tschüss für heute.